Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Unsere Stadt wird immer schöner und Christoph wurstelt hinter mir herum, wieso auch immer. Aber gut, wir wollten euch ein paar nette Details unserer Stadt heute zeigen. Genau, ja, also die Stadt wird immer schöner. Wir haben aber beim Zug hier hinten noch immer ein quietschendes Rad. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, dieser neue Güterzug, ich lasse ihn mal rückwärts fahren, damit er nochmal kommen kann. Er hat noch immer ein, hört ihr es, sporadisches Quietschen bei den Achsen. Und jedes Mal, wenn ich mit WD-40 oder einem anderen Profi-Schmieröl dastehe, quietscht er nicht. Aber das soll gar nicht das Thema des heutigen Videos sein. Wir haben nämlich ein neues Stadtviertel für euch aufgebaut. Ja? Und das möchten wir euch zeigen, wie weit wir da gekommen sind. Also würde ich sagen, wir gehen mal dort nach hinten in den Untergrund und zeigen euch, was wir heute so gemacht haben. Da bin ich schon gespannt. Bin auch gespannt, ob es euch gefällt. Ups, so schnell bin ich nicht. Okay. Kein Problem, kein Problem. Reich mir mal die Kamera, meine Bitte Liebe. schön. Du sollst ja nicht mehr so viel arbeiten. Apropos, ein kleines Detail am Rande. Ich habe hier schon die Statue hingestellt vom Stadtzentrum, wie auch immer das Set jetzt nochmal heißt. Mein Gedächtnis ist auch Dieses nicht neue ganz- Stadtzentrum aus 2020, genau das 180-Euro-Set der Weil Robin Hood. ein paar von euch gesagt haben, dass es eine super Idee ist. Das Einzige, ich habe sonst noch keine Idee gehabt, aber ich habe mir gedacht, ich krall mir mal die Statue und stelle sie dahin. Das heißt, der Park hier steht jetzt ohne Statue da, Genau. aber kein Problem. Wir sind guter Dinge, dass das ganz nett wird. Was können wir euch heute zeigen? Wir sind hier im hinteren Bereich der Innenstadt, wo ja bis jetzt auf dieser Platte nur immer unser altes Radio gestanden ist. Ja. Und die Monorail-Station, das waren so die zwei Eckpfeiler dieses Stadtgebiets. Wir haben uns jetzt mal dran gemacht, hier auch ein bisschen zu verschönern. Nummer 1, wir haben hier jetzt einen schönen neuen Bahnübergang, der komplett ausgefliest wurde und auch sogar schon mit diesen neuen 2021er Straßenplattenrampen gebaut wurde, was ganz toll aussieht, finde ich. Dann ist hier momentan, ich weiß nicht, hier wird gerade von der Baustelle, glaube ich, noch die Straße gereinigt, denn wir haben hier jede Menge Putzfahrzeuge, das müssen wir vielleicht noch ändern. Schauen wir zuerst nach links. Hier ist zuallererst, ich werde euch die Gebäude zeigen und Rita geht dann ein bisschen ins Detail mit den kleinen Szenen. Diese Recyclinganlage vom neuen 2021er Stadtzentrum. Das Krankenhaus ist hier jetzt mehr oder weniger mal fixiert und dann dahinter, das ist noch nicht ganz fix, ein Creator-Haus, was schon ein paar Jahre alt ist und so ein Fahrradreparaturshop. Hier wissen wir noch nicht, was wir tun mit diesem Rathaus. Kann sein, dass das noch woanders hinkommt. Dann habe ich mich hier versucht an einem extrem coolen und hippen Skateboarderpark. Rita lacht blöd. Ja, und außerdem fehlen dann noch ein paar Figuren, glaube ich, denn ich wollte noch ein paar extra Skater hier hinmachen. Aber ja. Hier fahren ein paar Skateboards ohne Figuren drauf herum, aber das wird noch gemacht. Auf jeden Fall ist hier die Hälfte des Skateparks gebaut aus dem neuen Skatepark von 2021 aus der City-Serie. Und der hintere Teil ist eine alte Halfpipe aus der Islander Extreme Stunt Serie oder wie die geheißen hat. Ich habe nur dieses ältere Set farblich ein bisschen entschärft, denn das war rot und hellgelb und grün. Ich habe es jetzt eher grau gehalten, dass es ein bisschen mehr dazu passt. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus hier. Und ihr seht, wir haben als Bodenplatte hier die neuen Straßen verwendet. Wir haben ja uns darauf geeinigt, dass wir die neuen Straßenplatten, der Rest ist übrigens hier am Boden, jetzt nicht für die Straßen in unserer Stadt verwenden werden. Aber wir haben schon so viele Ideen entweder von euch bekommen oder auch
selbst gehabt, was wir mit diesen Straßenplatten machen können, dass jetzt direkt eine Streiterei entstanden ist. Ich wollte gerade sagen, es ist unglaublich. Zuerst haben wir überlegt, wie wir die irgendwie weiterbekommen. Jetzt ist es schon so, dass wir eigentlich zu wenige haben, denn ich hätte gern noch diesen Verkehrsübungsplatz gemacht und ein Parkhaus daraus gemacht, aber es sind zu wenig Platz. Ja, ihr habt uns auch so viele tolle Kommentare geschrieben in letzter Zeit. Die haben wir natürlich alle gelesen. Flugzeug, Landebahn, Hafenanlage, Autobahn, Parkhaus, alles Mögliche. Ja, hier sind 4 dieser neuen Straßenplatten jetzt mal verbaut. Dann spielen hier unter der Monorail-Station Vater und Sohn Hockey. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen was fließen. Und dann sind hier auch noch ein paar neuere Sets aufgebaut. Erstens mal haben wir diese Tankstelle aus dem Jahr 2020 jetzt doppelt. Die habe ich nochmal zu Weihnachten bekommen von meiner Schwester. Danke dafür. Übrigens fehlen hier überall noch die 1x1er Teils. Die sind uns leider schon längere Zeit her ausgegangen. Da müssen wir wieder mal ins Legoland fahren, denn dort hat es die im Fabriksverkauf gegeben. Ja. Da werden wir wieder zuschlagen, hoffe ich, wenn Saisonstart ist. Das heißt, hier ist jetzt die Tankstelle doppelt aufgebaut mit Dach und Rückwand, eine Bushaltestelle, eine E-Ladestation, hier auch in der Mitte. Das heißt, hier ladet gerade jemand sein Elektroquad auf. Hier die Tankstelle ist sogar noch größer als verdoppelt. Die habe ich fast mal 3 aufgebaut. Die wird also auch getankt auf Teufel komm raus. Dann diese neue City-Waschanlage habe ich auch ein bisschen aufgebessert. Da sind erstens mal die Bürsten jetzt verdoppelt, das heißt, die gehen jetzt rauf bis zur Decke. Dann ist das Gebäude hinten zu und auch das Dach ist jetzt geschlossen. Da waren ja hier und hier so komische Löcher, die habe ich jetzt zugemacht. Das sieht jetzt auch ganz nett aus. Und diese Pizzeria mit dem Karate-Kampfstudio. Die ist auch übrigens hinten zu jetzt. Die ist hinten zugebaut, das zeige ich euch gleich. Und das Gebäude haben wir versetzt. Also das Gebäude war zuerst links und diese Altpapiersammelstation, die da zu brennen beginnt, war rechts. Ich habe das jetzt genau umgedreht, das sieht irgendwie besser aus. Und das Gebäude ist jetzt hinten mal zugebaut, denn ich habe mir gedacht, dass das auch ganz nett aussieht. Bevor ich jetzt Rita die Kamera gebe und die noch ein paar Kleinigkeiten zu den Figuren erzählt, sie wartet schon, ein weiterer Plan, da müssen wir aber erst die Teile bestellen. Und zwar haben ein paar Leute von euch gute Vorschläge gemacht, was wir hier machen. Ja, denn wir versuchen ja immer mit verschiedenen Gebäuden, ihr habt es ja sicher schon im Gruselpark gesehen und auch mit unserem Berg bei Mitterdorf, den irgendwie zu verdecken ein bisschen. Und das möchten wir mit dem auch machen. Und ratet mal mit was? Hier wird ein Hochhaus hinkommen. Ihr denkt euch vielleicht, wie soll sich das ausgehen? Aber auch in New York gibt es jetzt den Trend, dass man extrem schmale und hohe Hochhäuser baut. Das heißt, wir werden hier einmal rundherum nur die Fassade eines Hochhauses bauen. Da können wir natürlich keine Inneneinrichtung machen. Oder aber das macht nichts. Ein wenig. Es wird sich hier auf dieser Seite, wo die Gleise sind, ein bisschen was ausgehen, denke ich mir. Ja. Steckdose werden wir vielleicht nach unten noch versetzen. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Platz. Ich denke mal so in etwa Augenhöhe oder vielleicht ein bisschen darunter und das Dach schließt dann halt direkt mit dem Pfosten ab. Dann ist es hier eigentlich schön verdeckt. Ja. Rita, präsentieren Sie uns die Figuren. Ich präsentiere euch die Highlights, denn es sind natürlich wieder sehr viele Figuren hier, aber mein absolutes Highlight hier in dieser Gegend ist die Frau, die sich aus Versehen den Kaffee ins Gesicht geschüttet hat. Und das seht ihr hier. Die hat sich nämlich in der Tankstelle einen Kaffee gekauft und der Herr in Grün hat sie so geschreckt, dass sie sich eben diese Tasse ins Gesicht geschüttet hat und er hat nichts Besseres zu tun, als zu lachen, aber netterweise, ihr seht, es reichte ihr dann doch ein Taschentuch, um sich das Gesicht abzuwischen. Das ist eine super Szene. Ja. Der Kopf der Minifigur ist einfach genial und die Idee mit dem Taschentuch, die Rita da gehabt hat, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich finde das auch recht süß. Dann kommen wir nochmal zu dieser Recyclingstelle. Das ist nämlich meine Zweitlieblingssituation. Da haben wir Mutter und Sohn. Die Mutter schmeißt gerade Papier weg und
oder Recycled-Papier und der Sohn hat 2 Flaschen und eine davon steckt er schon in den Flaschencontainer rein. Also das ist auch eine sehr, sehr nette Idee. Finde ich auch. Ganz, ganz toll. Ja, und ansonsten haben wir nur Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass endlich dieser Mann nicht mehr schief auf der Trage liegen muss. Deswegen grinst er wahrscheinlich jetzt auch so, weil er endlich gut gehalten wird und endlich ins Krankenhaus gebracht wird. Denn der ist jetzt immer, wenn ihr die alten Videos anschaut, eigentlich sehr schief draufgelegen, wo man sich immer gedacht hat, er rutscht gleich runter. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Ich finde es auch sehr praktisch, dass genau gegenüber vom Skatepark das Krankenhaus ist. Da brauchen die verletzten Skater dann nur schnell rübergehen. Hier wird gerade schon einer verarztet, den es ein bisschen schlimmer erwischt hat, sehe ich gerade. Der ist komplett einbandagiert. Kein Problem hier. Eine kleine Figurenszene, wie gesagt, die von mir stammt, ihr glaubt es kaum, ist folgende hier auf der Tankstelle. Und zwar, man kennt es, dieser Mann hat ein Elektroquad, welches er hier auflädt und der Tankwart stürmt sofort raus, aber nicht, weil er ihn belehren oder schimpfen will, sondern er interessiert sich nur für das technische Gefährt und fragt ihn, ob es auch schon bezüglich Akku und so weiter sehr ausgereift ist und man sieht, er lächelt zwar, aber er hat eigentlich nicht wirklich eine große Freude, hier wieder angequatscht zu werden. Leider dauert es immer ein bisschen, bis die Akkus wieder geladen sind. Oh ja. Und deswegen überlegt er sich nächstes Mal wahrscheinlich irgendwo eine andere Ladestation aufzusuchen. Oder vielleicht immer dieselbe, denn dann wird er nicht jedes Mal gefragt. Das kann natürlich sein. Genau. So, wir machen nochmal einen kurzen Schwenk auf mich. Hoffentlich hat euch das kleine Stadtupdate gefallen. Wir werden jetzt noch schauen, was uns weiter so einfällt hier auf dem doch sehr neuen Tisch. Und wenn ihr Ideen habt, schickt sie uns gerne. Oh ja, jederzeit. Auch wir haben so viele coole Ideen von euch bekommen. Dem Hochhaus natürlich, da kennen wir uns ja noch gar nicht so aus. Und wenn es was Neues gibt, ich falle jetzt gleich um, dann melden wir uns wieder, oder? Auf jeden Fall. Baut auch ihr was Schönes. Lasst einen Zug fahren, der hoffentlich nicht quietscht. Richtig. Oder sagt uns, wie wir den Zug ein für alle Mal vom Quietschen befreien können und dann sehen wir uns bald wieder. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.